Liebe Radfans, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Es gibt was Neues von unseren Faltradfreunden aus England. Und zwar, es gibt tatsächlich ein neues Brompton, und zwar ein 20 Zoll Brompton. Wollt ihr das mal sehen? Hier seht ihr dieses neue Brompton fahrend, gefaltet. Ja, sieht aus wie das 16 Zoll Brompton, nur größer. Ja, es wurde ein bisschen vergrößert alles. Und so wie ihr dieses Faltrad seht, so wird es das ab Oktober schon geben. Also kein April-Scherz, ja, wer jetzt gerade in den Kalender guckt, kein April-Scherz. Und wir schauen uns das jetzt hier in diesem Video mal genauer an, dieses Faltrad. Also ich schaue mit euch auf die technischen Aspekte. Natürlich schauen wir uns auch das elektrische Faltrad an. So, habe ich das Faltrad irgendwie hier? Nee, leider nicht. Aber ja, ich habe dieses Faltrad Probe gefahren auf der Messe letztens in Frankfurt. Von daher jetzt technische Werte und ein Fahreindruck von mir. Viel Spaß! Das sind doch wirklich spannende Neuigkeiten für uns, und die Bezeichnung dieses Fahrrads ist die G-Line. Also merkt euch das, G-Line für die Variante mit Muskelkraft, und die elektrische heißt natürlich Electric G-Line. Ja, und grob kann man sagen, dieses Faltrad, klar, 20 Zoll, ist in den Packmaßen jetzt natürlich ein bisschen größer, lässt sich aber immer noch zweimal falten, und das Ganze hat jetzt endlich 2 Scheibenbremsen. Und hinten eine Shimano Gangschaltung, und zwar die Alfine 8, also eine wirklich sehr gute Schaltung. Dieses Brompton fährt sich auch unglaublich bequem, aber dazu später mehr in meinem Fahreindruck. Ja, und das Ganze gibt es dann noch in 3 Größen und ich glaube in 4 Farben. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, und zwar erstmal die Variante mit Muskelkraft. So, ich lese jetzt mal hier ein bisschen ab. Im Alter wird es aber nicht besser, deswegen mal ab jetzt ohne Brille. Ja, schauen wir uns dieses Brompton mal an. Da wurden mir natürlich auch tolle Fotos zugesendet. Ja, also es hat jetzt 20 Zoll Laufräder. Brompton hat hier die G1-Reifen rauf gemacht. Damit fährt es sich natürlich sehr komfortabel, und die haben auch einen sehr guten Pannenschutz, sind relativ neu und eignen sich wirklich hervorragend so für Touren und Gelände, und das ist ja auch so ein bisschen die Ausrichtung von diesem 20 Zoll Brompton. Das Ganze fährt sich also komfortabler, und na klar, ja, das, was das 16 Zoll Brompton ausgemacht hat, ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, also 16 Zoll Brompton ließ sich unglaublich klein falten und passte wirklich in jede Nische. Das ist jetzt ein bisschen anders, die Faltmaße gucken wir uns auch noch gleich an. Deswegen ist die Ausrichtung eher für Touren, wenn man unterwegs sein möchte, mit der Bahn das Faltrad transportieren. Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, ja? Denn wenn ihr schon mal mit der Bahn gefahren seid und Fahrrädern, im ICE muss man wirklich recht früh Fahrradplätze buchen, und meistens ist es zu spät, ja, wenn man zu spontan ein Ticket bucht. Ja, oder manchmal gibt es auch Zugausfälle, und dann kommt ein anderer Zug und der hat dann kein Fahrradabteil oder ein kleineres. Also es ist manchmal wirklich sehr nervig mit dem Fahrrad und der Deutschen Bahn. Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen sind Falträder eine ziemlich coole Lösung, so zu reisen und dann seine Radtour zu machen. So, dann hat man sich von der Kettenschaltung hier getrennt, und wir haben jetzt eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano. Wer die Alfine Schaltung kennt, ja, das ist wirklich eine sehr schöne Schaltung, die sich sehr soft und leicht schaltet, sehr leise. Ja, also die macht wirklich unglaublich Spaß, und 8 Gänge sind eine gute Übersetzung. Es gibt noch eine Alfine 11, ja, aber die bietet Brompton gerade nicht an. Könnte man sich ja zur Not nachrüsten, wenn man will und kann. Aber ich vermute ja, irgendwann wird auch Brompton da bestimmt nachlegen. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine 4-Gang-Schaltung, Kette. Ja, allerdings dann bei dem elektrischen, da ist ja gar kein Platz mehr für die Narbe, weil diesmal der E-Motor nach hinten gewandert ist. Also kein Frontmotor mehr, yeah, sondern ein Motor mit Narbenantrieb. Und dann ist natürlich kein Platz mehr für eine Narbenschaltung. Also wieder Kette, und 4 Gänge reichen eigentlich aus. Und das erzähle ich euch auch gleich noch, weil bei meiner Probefahrt bin ich das normale Brompton 8-Gang-Narbe gefahren und auch das elektrische mal ganz kurz. Bei der Veranstaltung, bei der ich dabei war,
Brompton bewirbt das natürlich auch, dass sie dieses neue Faltrad extrem krass getestet haben. Also nicht nur gut verheimlicht, ja, es gibt echt kaum News, die vorher veröffentlicht worden sind. Hier und da hat einer mal eins gesehen in der freien Wildbahn, aber es wurde alles gut unter dem Deckel gehalten und es wurde wirklich krass getestet. Und ich glaube, bei der Veranstaltung hat man gesagt, ja, Testkilometer einmal zum Mond und zurück. Also es ist schon gut, ja, dass man dieses Faltrad so auf Herz und Nieren geprüft hat. Ja, es muss ja auch einiges aushalten, wenn ihr eure Touren mit diesem Brompton machen wollt. So, deswegen sagt Brompton auch ein guter Allrounder. Und das ist es auch, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal auf die Packmaße. Ja, das Falten hat sich nicht verändert. Ja, der Faltmechanismus ist der gleiche tatsächlich. Deswegen zeige ich das nicht, aber ich blende euch mal hier die Faltmaße ein. Und die solltet ihr euch wirklich anschauen, auch mit einigen anderen Rädern vergleichen. Ja, ist es das, was ihr braucht? Ja? Passt das in euer Campingmobil, in euer Segelboot, in euren Kofferraum? Die Maße sind schon gut und ich blende euch einfach zum Abgleich auch nochmal das 16 Zoll Brompton ein. Ja? Allerdings fährt sich das eben auch nicht so komfortabel. Ja? Das muss man eben auch so sagen. Ja? Das ist halt dieser Riesenvorteil vom 16 Zoll Brompton. Passt überall rein. Ist aber eben nicht so das super komfortable Fahrrad. Was die Fahrradgröße angeht, ja, da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Und zwar wird das diesmal nur über den Lenker definiert. Ja, es gibt eine High-Variante, Middle- und Low-Variante. Und ich blende euch hier mal die Maße ein. Ich gehe mal davon aus, dass High, steht da oben, Zentimeter, dass das die Körpergröße ist. Ich verstehe es nicht, da steht Bike Size. Aber soll das Fahrrad so groß sein? Also ich denke mal, dass die Fahrradfahrergröße ist das. Und wenn ihr eben zum Beispiel, so wie ich, fast 1,90 seid, nein, ich bin geschrumpft. Ich bin jetzt so 1,88 groß. Ja, dann müsste ich den Large-Lenker nehmen. Bei Sattelgrößen steht hier nichts. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nur eine Sattelstangenlänge gibt. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt keine anderen Informationen. Angeblich nur eine Sattelstange, aber keine Ahnung. Wenn es andere Informationen gibt, schreibe ich es natürlich unten in die Kommentare unter das Video für euch. So, im Prinzip haben wir jetzt das normale Brompton durch und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal auf das Elektrische. Was kann denn das alles? Was sind denn da so für Angaben? Und zwar der Akku, ja? Akkugröße, das ist ja immer wichtig, auch für euch. Ja, reicht die Power aus, um lange Touren zu machen. Und diesmal haben wir 345 Wattstunden Akku an Bord. 345 Wattstunden, das ist natürlich ein bisschen mehr als bei dem 16 Zoll Brompton. Das hatte, glaube ich, 300 Wattstunden und ich fand die Reichweite gut. Immerhin, da ist eine ganze Menge Akku drin, dass man auch wirklich länger den Berg hochkommt. Ich bin ja damals in Oslo immer unten von der Stadtmitte hoch an den Stadtrand geradelt und da hat es gerade so gereicht. Allerdings ist es auch krass, da wirklich 20 oder wie lange bin ich gefahren? Fast 40 Minuten nur berghoch. Ja, das hat der Akku locker geschafft. Das heißt, der sollte das auch schaffen. Klar, jetzt muss er ein bisschen mehr Gewicht tragen. Zum Gewicht kommen wir gleich. Aber 345 Wattstunden, das ist schon gut. Und das Ganze ist wirklich schick verpackt in so einer Tasche. Also finde ich eigentlich gut, dass das jetzt mehr aussieht wie so eine, ja, eine Fahrradtasche und da der Akku drin ist. Eigentlich ganz schick gemacht. Und natürlich habt ihr dann auch noch ein bisschen mehr Platz für euer Zubehör oder Reisesachen. Beim elektrischen Hinterradantrieb haben wir es immer noch mit 250 Watt zu tun, also eigentlich ganz ordentlich. Auf jeden Fall ist es ein Hinterradantrieb und nicht mehr vorne. Das heißt, wenn ihr drauf sitzt, ja, mit eurem Gewicht hinten, drückt ihr natürlich den Motor runter und ihr habt einen besseren Grip, als wenn der Antrieb vorne ist. Also das ist schon mal echt ein super Pluspunkt. Und Brompton selber sagt 30 bis 60 Kilometer, ja, das muss man nur mal selber ausprobieren. Man ist ja größer, leichter, schwerer, Gegenwind, nicht Gegenwind, kalt, warm. Also da sind so viele Faktoren immer, dass man sagen kann, 30 bis 60 Kilometer, ja, das kommt schon ungefähr hin. Und was natürlich nach wie vor cool ist, finde ich, ist, dass dieser Motor auch eben die Frontlampe antreibt und auch hinten das Rücklicht. Ja, insofern braucht ihr euch da nicht weiter kümmern. Hauptsache der Akku ist voll. Und damit ist das Licht, was wirklich wenig Energie kostet, auch immer
Könnt ihr eigentlich immer anhaben. Ne? Also die Frontlampe sind 9 Watt und die Rücklampe, das sind glaube ich hier 1 Watt, was hier steht. Somit seid ihr eigentlich immer gut gesehen und das Licht, ja, ich empfehle, in dem Fall kann man es echt immer anlassen. Das zu dem elektrischen Brompton und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir nochmal auf das Gewicht. Jetzt gucken wir mal auf das Gewicht vom Brompton und zwar gibt es da verschiedene Abgrenzungen. Das G-Line 8 Speed steht hier, ja, sind 13,9 Kilogramm, kommen allerdings Gepäckträger und das Schutzblech dazu, sind es ungefähr 14,8 Kilogramm. Finde ich gut, ja, ist okay. Denn dann ist es wirklich eigentlich die Vollausstattung. Ja, was braucht man dann noch mehr? Dann kommt dazu eigentlich noch Gepäck und so weiter. Also sind 15 Kilogramm grob, das ist schon echt gut. Die elektrische Variante, ja, die kommt daher mit Schutzblech und Gepäckträger und zumindest steht hier nur eine Angabe und in dem Fall sind es 19,5 Kilogramm mit Batterie. Nimmt man die ab, dann habt ihr ungefähr 16,1 Kilogramm. Ja, warum ist das schwerer als das normale? Na klar, ja, da ist ja noch der Motor in der hinteren Narbe. Und deswegen wiegt es statt 14,8 16,1 Kilogramm das elektrische 20 Zoll Brompton. Das ist schon okay. Ja, also 19,5 Kilogramm oh, schon nicht so leicht. Also ich sage mal, unter 20 Kilogramm ist okay. Ist es auch. Allerdings ja, so im Alltag, wenn man dann doch mal in so eine Regio will mit so 20 Kilogramm und dann nach oben, ja, dann ist es eng und voll. Das ist nicht lustig. Ja. Dann bleibt man, glaube ich, lieber eher unten. Und das muss man dann schon wissen und einkalkulieren, wie kräftig ist man, wie stark. Und in dem Fall beim Brompton kann man natürlich den Akku abmachen, ja, wirft sich den um und hat dann eben 16 Kilo in der Hand und die anderen 3 Kilo sind dann über die Schulter. Also das ist schon okay, finde ich. Gucken wir uns noch mal ganz kurz auch die Preise an. Mache ich eigentlich selten, weil ja, Preise verändern sich. Aber damit ihr mal ungefähr einen Richtwert habt, G-Line 8 Speed 2.849 € mit Gepäckträger und Schutzbleche 2.969 €. G-Line 8 Speed mit Licht, ja, das ist dann wahrscheinlich vorne eine kleine Narbe, ein kleiner Dynamo drin. Und das sind dann 2.959 €. Das Ganze mit Licht- und Gepäckträger kostet dann schon über 3.000 €, nämlich 3.079 €. Und die elektrische Variante, die Electric G-Line 4 Speed, ja, wegen der Viergang-Kettenschaltung, da seid ihr dann bei 3.499 €, also 3.500 €, runde ich mal auf. So habe ich euch jetzt alles erzählt. Also gut, hier stehen noch so ein paar Infos für mich. Mit dem Sattel, der ist super komfortabel, okay, ergonomische Griffe, okay. Breite Lenker, ja, das kann man wirklich so sagen. Das ist wichtig. Ja, das 16 Zoll Brompton ist ein bisschen schmal und damit etwas unruhig. Und je breiter, desto besser und angenehmer fährt sich so ein Faltrad. Und das ist hier wirklich gut. Ne? Und dann gibt es hier noch breite Plattformpedale, steht hier. Ja, kann mich nicht erinnern. Also war alles gut. Da konnte ich nicht meckern und wahrscheinlich sind die auch faltbar. So, dann gibt es noch ein bisschen G-Line-Zubehör. Das wird hier auch noch aufgelistet. Ich blende euch das einfach hier mal flott ein, guckt es euch kurz an. Und ich würde sagen, ich schilder euch jetzt mal meinen Fahreindruck. Ja, jetzt noch ein paar Worte zum Brompton-Event, zur Testfahrt. Ein paar Journalisten wurden eingeladen, ich auch. Und wir haben uns dort in Frankfurt versammelt. Jeder bekam einen Brompton zum Probefahren. Ich habe ein Fine 8-Gang Brompton bekommen. Ja, das war orange. Und ja, wir haben uns also alle versammelt im Pulk. Und dann ging es los. Und zwar einmal durch die Innenstadt, irgendwo hinten, hinter der Brücke, so einen Berg hoch. Da konnten wir ein paar Runden nochmal auf diesem Berg oder im Park Probe fahren. Und dann ging es wieder zurück. Das alles bei wunderschönem Tourenwetter. Auf jeden Fall habe ich mich raufgesetzt auf dieses Brompton. Und ich muss sagen, ja, schon wirklich cool. Ne? Also ja, dieser breite Radabstand, diese dicken G1-Reifen und dann diese softe Alpine-Schaltung, also die ist wirklich toll, die spürt ihr kaum. Ich dachte nach einer Weile, was ist das für eine Kettenschaltung und guckte, nee, ist ja Namenschaltung. Sehr, sehr gut. Ja, also das macht wirklich Spaß, mit diesem Fahrrad zu fahren. Ich hatte es auch mal kurz vorher angehoben und da dachte ich,
ja, okay, so super leicht ist es eben nicht mehr. Ne? Aber es lässt sich eben anheben und es ist nicht wirklich schwer, allerdings auch nicht so richtig zuckerleicht. Ne? Naja, und wir sind also da rumgefahren. Das Fahren hat wirklich Freude gemacht. Und irgendwann ging es dann leider einen Berg hoch. Und jetzt muss ich mal selber raussuchen, was da für eine Steigung war. Das ging mich ziemlich lange hoch. Ich muss aber auch sagen, an dieser Stelle, ich bin echt nicht so der Bergfahrer. Ja? Da habe ich einfach nicht die nötige Kraft, ja? Oder das nötige Training. Deswegen bin ich eben so ein Elektrofan. Und ich bin halt diesen Berg hochgefahren im kleinsten Gang. Und ich habe es mir nicht anmerken lassen. Ich bin mit dem Pulk hoch, bin auch oben angekommen, aber ich war echt fix und fertig. Also von daher werdet ihr mich in diesem Kanal hier, Martin's Bike, auch wahrscheinlich weiter elektrisch fahren sehen. Ja, lange Strecken kein Problem. Berg runter, super, ja, da bin ich meistens der Schnellste, aber Berg hoch, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lange Beine und dann doch zu viel auf den Rippen. Also für mich ist das die Qual. Auch mit diesem Brompton. Aber Gott sei Dank, ich habe mich da oben ein bisschen ausgeruht und der eine Firmenchef von Brompton hat mir dann sein elektrisches gegeben. Und dann konnte ich auch mit dem elektrischen da eine Runde durch den Park machen und so ein paar Erfahrungen für euch einsammeln. Zum einen alles super, 4 Gänge kann man sagen, reicht für elektrisches Fahren aus, ja, denn der Motor, der macht sehr viel. Die 4 Gänge sind eigentlich eher so für die Trittfrequenz, ja, dass ihr nicht zu viel strampeln müsst und euch den Gang sucht für die entsprechende Geschwindigkeit, der für euch angenehm ist. Der Rest macht der Motor. Und ja, so konnte ich da in dem Park so ein bisschen rumgurken und alles schön. Ja, also der Motor ist auch nicht wirklich laut, angenehm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja, irgendwann bin ich auch mal so eine kleine Steigung hoch. Der Hinterradnabenmotor, ja, hat dann doch ein bisschen gebraucht. Also er war nicht sofort oder fast sofort da, sondern ich glaube so eine halbe oder eine ganze Umdrehung hatte ich schon gebraucht. Allerdings sind das so Sachen, ja, vielleicht wurde diese Sache mit einem Software-Update behoben. Ja, das kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber ich kann euch eben sagen, dass das nicht sofort ansprang. Müsste ich noch mal in Ruhe checken, wenn ich vielleicht demnächst hier ein elektrisches Faltrad bekomme von Brompton, dann werde ich das mal ausgiebig testen. Auf jeden Fall hat sonst das Fahren Spaß gemacht. Und ich erinnere mich, auch über 25 km/h war das, glaube ich, mit dem 4. Gang okay. Ja, ich glaube, das fuhr sich sehr gut. Auf jeden Fall waren das die Eindrücke mit dem elektrischen Brompton, die ich euch hier an dieser Stelle sagen kann. Ja, liebe Faltrad-Fans, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Also Kanal abonnieren, ja, Video liken und demnächst ja, wird es hier hoffentlich ein elektrisches 20 Zoll Brompton geben. Also freut euch hier auf dieses Video. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald, bis zum nächsten Video.